Es ist das große Finale des Espresso-Mühlen-Vergleichs. Über 30 Mühlen haben wir mittlerweile in den letzten 1,5 Jahren getestet. So ziemlich alles, was auf dem Markt ist, was ihr uns empfohlen habt, was wir gefunden haben. Espresso-Mühlen für zu Hause in den untersten und in den obersten Preiskategorien. Und heute fassen wir nochmal alles zusammen. Welche Mühlen haben uns überzeugt? Welche haben Stärken, haben Schwächen und in welchen Bereichen? Darüber werden wir heute sprechen. Und wir berichten euch auch, wie unsere finale Verkostung ausging. Denn alle Mühlen mussten noch einmal auf den Tisch. Blinddegustation. Heller, dunkler Kaffee. Und jetzt geht's los. Ihr erfahrt, wie das Ganze ausgegangen ist. Das kommt gut. Das kommt gut. Das kommt gut. Gut ist, Das ist schön. ist mehr auf der Fruchtigkeit. Ich wusste gar nicht, wie viele Espresso-Mühlen es gibt, lieber Michel. Wir haben mittlerweile über 30 angeschaut, waren damit im Labor, haben verschiedenste Partikelverteilungsmessungen gemacht und sind durch unser wirklich ausführliches Testprotokoll durchgegangen. 24 Espresso-Mühlen für mehr oder weniger zu Hause, von ganz günstig oder relativ günstig bis doch recht erheblichem Preis, waren ursprünglich in unserer Gruppe dabei, Michel. Wir haben das aufgeteilt in 6 verschiedene Gruppen, A4 Mühlen, und haben dann doch noch geguckt, was entwickelt sich noch. Gibt es noch eine, die das so sich so von links oder rechts überholend eingliedert? Hier zum Beispiel die neue Version haben wir angeschaut. Dann haben wir noch geguckt, werden andere verdrängt. Dann haben wir uns auch gegen Mühlen entschieden, die sehr baugleich sind zu ja schon bestehenden Mühlen. Und doch all das findet ihr verlinkt unten in einem ausführlichen Blogbeitrag, der all die Mühlen nochmal beschreibt. Der verlinkt auf die Einzeltests und Einzelvideos. Und das ist auch die erste Vorinformation, lieber Michel. Ich würde sagen, es lohnt sich, die Einzelbeiträge anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Also da, wenn ihr jetzt sagt, die oder die würde es werden, dann guckt doch nochmal die ausführlichen Testberichte. Wir fassen heute alles nochmal zusammen und geben eben diese sensorische Analyse noch preis, was wir herausgefunden haben. Wer war das? Die war lecker. Was welche ist das? Die war die war lecker, ganz okay. Beard 1. Kleines Gas mehr ändern, ne? Nee. Die habe ich auch ganz okay gefunden. DJ1 ist die Spezialita. Yes! Und ich glaube aber, um sich so selbst mit einer Mühle, ich glaube, das ist wie eine Beziehung. Ich glaube, man mag die, man möchte die kennenlernen, man möchte Zeit mit der verbringen. Das ist, glaube ich, eine gute Anekdote. Und dann hat man die sehr lange zu Hause. Ich glaube, so eine Mühle, das ist irgendwie fast näher als eine Kaffeemaschine. Ja, und du hast jetzt quasi 24 Beziehungen durchgecheckt. Michel, heute gibt's nicht so viel total neues Wissen. Ja. Sondern das hier sind die besten Mühlen. Ja. Also das will ich ganz klar sagen. All diese Mühlen haben in ihren Gruppen überzeugt. Also ihr seht das jetzt hier eingeblendet. Wir haben manche schon geupdatet mit Holzdeckeln, aber sonst sind das im Wesentlichen die Mühlen, Michel. Und ja, das sind die Gruppensieger, die sich jeweils in den Vierer-Konstellationen durchgesetzt haben. Deswegen ist hier auch keine schlechte Mühle dabei. Und was wir schon mal voraussetzen können, ihr könnt mit allen diesen Mühlen guten Espresso brühen. Ja, sehr guten Espresso. Also wie gesagt, das waren die besten in den Einzelgruppen. Ja. Und heute müssen sie sich dann nochmal beweisen in einem 1:1 Vergleich. Und da haben wir 2 Sachen angeschaut. Und diesen Teil des Videos, den werden wir am Ende bringen. Also wenn ihr alles erfahren wollt, dann könnt ihr entweder unten auf die Kapitelmarke drücken und nach hinten springen, beziehungsweise einfach dranbleiben. Und dann gehen wir nochmal durch. Und wir haben dann, vielleicht das kurz angeteasert, einmal mit einem dunkleren oder mitteldunklen Espresso alle Mühlen ausprobiert. Und einmal mit einem helleren Espresso. Wie die Verkostung dann genau lief, würde ich sagen, erklären wir gleich. Michel, bevor wir richtig reingehen, eine wichtige Info noch. Wir haben diese Mühlen angeschaut. Wir haben sie jetzt über 1,5 Jahre kennengelernt. Viele von euch haben die Mühlen vielleicht zu Hause und haben Alltagsberichte zu geben. Bitte schreibt uns das in die Kommentare hier unter diesem Video. Schreibt uns das in den Blogbeitrag. Denn wir können immer auch nur einen Ausschnitt und unsere Perspektive dazustellen. Wir haben uns bemüht, so viele objektiv erfassbare Daten zusammenzusammeln, wie es ging. Und doch haben wir mit einem Mühlenmodell, in manchen Fällen mit 2 oder 3, aber im Wesentlichen haben wir mit einer Mühle jeweils die Daten aufgenommen. Wenn ihr also jetzt eine Kaufentscheidung treffen wollt, bitten wir euch, schaut andere Videos, schaut auch in Foren, sammelt euch ein breites Meinungsbild und macht das nicht nur von diesem Video jetzt hier abhängig. Das ist ganz wichtig. Eine Perspektive, eine weitere Perspektive, eine intensiv erforschte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein
und gehen durch das Video, starten mit den einzelnen Mühlen und den einzelnen Attributen, lieber Michel. Was haben wir denn hier überhaupt und wie haben wir es gruppiert? Also wir haben einen strategischen Entscheid getroffen, nämlich die GBW steht in der Mitte. Ja. Das liegt einfach an der Größe. Die ist nämlich sogar so groß, dass noch nicht mal du was sehen würdest. Ja, gut. Ansonsten geht's hier von günstig aufwärts, jetzt nach Europreisen. Ja. Wir Schweizer, wir fransen da manchmal aus. Ja, wir fallen aus der Linie. Aber das ist so Pi mal Daumen nach Europreisen. Die Nische ist zwischenzeitlich auch teurer geworden. Da haben wir jetzt geguckt, was kostet das Viech mit Import und Zoll und so weiter. Also, deswegen ist die ziemlich weit nach links gerutscht. Ganz links, da steht die Smart Grinder Pro. Die kostet 220 Franken, Euro. Tatsächlich sehr ähnlich. Das ist wirklich außergewöhnlich. Hat man bei wenigen Modellen hier auf dem Tisch. Definitiv. Und es geht weiter mit der Eureka Specialita. Das ist schon so dein Hidden Champion, oder? Na, ja und nein. Machen wir gleich. Was kostet sie, Michel? Sie kostet 380 Euro im europäischen Raum und in der Schweiz 550 Schweizer Franken. Ja. Können wir einfach so stehen lassen. So stehen lassen. Dann haben wir die gute alte DF64 bzw. GI Otter. Das ist jetzt wieder das Modell mit den Originalmalscheiben, die da ursprünglich mitkommen. Also wir haben ja noch ein Zwischenvideo gemacht mit SSP-Malscheiben. Haben wir wieder zurückgebaut. Entsprechend auch der Preis. Da sind wir bei 430 Euro. Also ja, es ist schon ein Paukenschlag. Also schon ein Paukenschlag, ne? Und haben wir auch gesagt, dann noch mit den Mahlscheiben. Wobei wir eben heute sprechen über das Modell ohne den anderen speziellen Mahlscheiben, Michel. Dann die X54 hier neben der großen Mahlkönig, die kleine Mahlkönig. Ist bei 460 Euro. Plus minus 525 Schweizer Franken, da geht's dann aufwärts bis nach 600, je nachdem, wo man die findet. Ja, es ist auch noch schön so nebeneinander. Wir setzen das dann gleich auch noch ins Verhältnis, wenn wir in die Kategorien kommen. Sollen wir kurz springen? Also hochspringen? Ja, genau. Wir sind bei 2600 Franken. Und 2300 Euro. Es hat immer noch, also... Vielleicht nochmal ganz kurz Kontext, warum ist diese Mühle hier? Also erstens, wir hatten noch ein paar andere Mühlen, die auch so zwischen 1000 und 2000 fahren. Die sind rausgeflogen. Ja. Die passt jetzt nicht so richtig auf den Tisch. Wir haben eigentlich gesagt, wir suchen Espresso-Mühlen für zu Hause, aber für manche von euch, das wissen wir, gehört sie auf den Tisch, weil einige von euch haben diese Mühle. Und wir haben die ein bisschen auch als Benchmark angeschaut und wir wollten auch schauen, wie ist denn das jetzt eigentlich in der Blinddegustation? Und ich kann euch schon sagen, es wird sehr spannend. Aber nicht so viel verraten, wir kommen zu Rocket Faustino, jetzt in der V2. V2 3.1, da gibt's verschiedene Produkte, Beschreibungen. Neueste V2. Neueste Version, genau. Cool, ich komme dir immer näher hier. Ja, ich muss nachher in die Ecke. Die ist bei 550 Euro, ja. 720, boah, okay. Ja, viel Material haben wir schon besprochen. Ja. Gehen wir gleich nochmal kurz rein. Mal so als erster Preis. Und dann haben wir die Eureka XL, also die große Mühle mit den größeren Mahlscheiben und ja, auch ordentlich schnelleren Mahlzeiten, kommen wir auch gerade noch dazu. Da sind wir bei 560 Euro oder 850 Schweizer Franken. Da wissen wir auch alle, wo wir die dann kaufen werden. Leider. Definitiv. Michel, wir haben ja bei den Eurekas insgesamt eigentlich recht positive Erlebnisse gehabt, haben aber gleichzeitig auch gesagt, wir müssen jetzt nicht so viele damit weiternehmen. Beziehungsweise wir hatten noch eine zwischendurch angeschaut, die kam dann noch so auf den Markt gesprungen, und zwar ist das die Single Dose. Ja. Und die ist ja so ein bisschen so ein Zwischending, ne? Ja, also eigentlich verwandt mit der. Eigentlich das innen in der Größe und nach vorne geneigt, genau. So plus minus. Ergebnisse vom Mahlgrad her waren sehr vergleichbar, ja. Degustationsergebnisse waren sehr vergleichbar, nur eben mit einer verstärkten Single-Dose-Performance, eben durch den Balk und durch die abgekippte Variante. Ja. Haben wir jetzt nicht mit reingenommen, wollten wir einfach in dem Kontext noch erwähnen. Habe ich übrigens im Moment zu Hause. Du hast die schon wieder? Ja, ich bin echt so ein bisschen... Ich bin die Erzänger? Nee, die Erzänger macht Pause. Das können wir in einem anderen Moment noch erläutern. Wir sind wirklich gerade so ich fühle mit euch, weil ich bin selbst gerade in dem Prozess, ich möchte eine Single-Dose zu Hause und jetzt habe ich mir einfach gesagt, ich nehme jetzt die Single-Dose von Eureka mal eine Zeit lang nach Hause. Die DF64 war ja schon mal da und die Nische, kommen wir gerade zu der nächsten.
Ich mach dein Beziehungsbeispiel jetzt nicht mehr auf, ne? Nein, das ist schon ein bisschen viel Fluktuation bei dir zu Hause. Michael, wir haben die Nische. Michael, die Nische, vorletzte Position, Nische Zero. Ja, die ist bei 500 Pfund. Ja. Und dann kommt aber noch Import und Zoll und Mehrwertsteuer, was auch immer, je nach Land dazu. Ist alles nicht einfacher geworden, ne? Ist alles nicht einfacher geworden. Wahrscheinlich so plus minus 700. Also das müsst ihr sicher da anlegen. Ja. Einfuhrzoll, Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Und ganz rechts von euch aus gesehen auf dem Tisch die Barazza Forte mit irgendwo 750 € und über 1000 Schweizer Franken. Ja, schon ein ordentliches Sümmchen, aber auch, ja, das ist schon Material. Michel, wenn wir jetzt durch die Kategorien gehen, ich würde sagen, wir gucken immer die 3 Besten an. Die 3, die eher am hinteren Feld von diesem Finale sind. Nochmal, ne? Wir sind die besten Mühlen. Also das sind die besten Mühlen aus den ganzen, die wir jetzt gefunden haben. Mein Vorschlag ist, wir nehmen die mal raus. Das ist so weit weg, so eine andere Kategorie. Die ist als Gastromühle gedacht. Ihr findet die interessant für zu Hause. Wir besprechen die auch in der Verkostung. Aber wir nehmen die jetzt erstmal vom Tisch, weil ist irgendwie eine andere Liga. Ja, komm, also einmal. Dann können wir uns auch mehr annähern wieder. So, das ist so schön. Ja, das ist viel toller. Super. So, hier ist ein bisschen Luft geworden. Erster Eindruck, zunächst mal Material. Sag mal du, was ist so sind deine Favoriten? Also, Da stöhnt er gerade. ja, nein. Das sind die besten Mühlen. Ja, weil es gibt so Sachen, die irgendwie fast alle nicht auf die Reihe kriegen. Also ich finde zum Beispiel das hier, ich finde auch, das ist mir zu popelig. Ich finde das zum Beispiel, ich finde jetzt vom Gehäuse her, finde ich die Faustino sehr robust. Das war die erste Version auch schon, die war sogar noch... Die war noch wertiger. Genau. Ich finde die grundsätzlich schön verarbeitet, aber ich finde das Rädchen, da habe ich nicht so Spaß. Und ich persönlich wäre von der Wertigkeit her einfach außenrum und auch hier diese Blasbalken und auch diese Scheibe, die relativ schwer ist, wäre ich eigentlich für mich bei der DF64. Auch Montierbarkeit der Mahlscheiben? Das auf jeden Fall mit einem Aber, Flapper-Reinigung, das ist mühsam. Ja. Das ist schade, dass man das nicht von oben kann. Das braucht ein bisschen mehr Arbeit. Aber sonst einmal auseinander, das ist mega easy, ja. Das ist auf jeden Fall cool. Also ich finde tatsächlich in diesem Kontext viele gut. Ich finde einige fallen ein bisschen ab. Ja. Für mich die Smart Grinder, klar, günstigste Mühle. Ich finde auch die Eureka's, zwar den Grundbau schon okay, aber jetzt hier oben das verstellt auch diese Aufhängung des Siebträgers ist. Wenn du das vergleichst, ne, klar, okay, die sind schon in der ähnlichen Preisliga. Ja. Und da ist die Welt schon anders, definitiv. Ja. Und dann müssen wir hier einfach sagen, bei dieser Mühle müssen wir ja noch mal kurz auch vielleicht dann nachher noch mal drüber sprechen, was die Bedienbarkeit angeht. Auf der einen Seite hat die so tolle Anlagen, auf der anderen Seite ist sie ja nicht ganz so logisch, was jetzt dann das Austarieren angeht, weil du kannst zum Beispiel den Siebträger nicht als Ganzes reinmachen, sondern musst eben in einem Plastikbehälter einwiegen. Oder mit einem Becher drunter, das ging ja auch sehr gut. Ja, könnt ihr auch gerne noch mal im Video dann nachgucken, aber... Also das ist schon auch aber das wäre ja mehr gemacht, ne? Bedienbarkeit. Das ist schon Bedienbarkeit, ja, aber also der Körper insgesamt, das ganze Gerät ist einfach... Und auch, also diese Verschließbarkeit. Da bist du auch schon wieder bei Bedienbarkeit. Ja, das ist natürlich eng miteinander verbunden. Das stimmt, aber da würde ich jetzt... Ich würde sagen, hier gehen die hinteren Plätze an die Smart natürlich, aber auch an die Eureka's. Und ich finde eigentlich die Nische recht gut gemacht. Ich bin aber voll bei dir, dass das hier wackelig ist. Ja. Und auch wenn man es immer wieder anzieht. Ja. Das habe ich eben auch schon festgestellt. Aber sonst sehr... Gute Mühlen. Ja. Wir haben die alle schon viel im Einsatz gehabt. Da geht jetzt an der Stelle auch nicht viel kaputt. Das ist wirklich solide, ne? Und dann können wir ja gerade den Switch zu der Bedienbarkeit machen. Und wir können dabei nicht so einfach alles in einen Topf schmeißen. Denn es gibt unterschiedliche Kategorien von Mühlen. Und wir haben diskutiert, eigentlich sind die alle sehr intuitiv bedienbar, machen das auch gut und leisten, was wir uns von einer Single-Dose-Mühle wünschen. Also alle 3 Single-Dose-Mühlen sind, was Bedienbarkeit angeht, als Single-Dose-Mühlen cool. Ja. Oder? Also Kaffee abwiegen, oben reinschmeißen, das was rauskommt, ist bei allen exzellent. In Verbindung mit einem Becher. Ja. Das muss, also finde ich wirklich, ich finde alle 3, auch die Single Dose, wenn man die jetzt kopfmäßig noch dazu nimmt, die Eureka, ist
mit einem Becher einwandfrei, mit Siebträger ist das für mich auch nicht denkbar, weil es einfach nicht passt, weil es zu viel Sauerei gibt, weil es zu viel streut. Also. Genau, und darum würde ich die einfach mal als Einzelkategorie abschließen. Wenn man die mit Becher nutzt, ist das super. Ja. Und damit hast du eigentlich nur schon eine schöne Überleitung auch zu der Siebträgerhalterung. Das müssen wir uns bei allen anderen Mühlen auch noch anschauen. Ich würde die Baratza Forte noch ergänzen als Mühle mit Becher, mit der Waagefunktion, finde ich es auch gut. Ja, das ist dann aber nicht Single Dose, sondern das ist dann, die Mühle weiß einfach nicht ganz, was sie sein will. Das lassen wir so stehen, das ist schön. Siebträgerhalterung, sehr guter Punkt. Ja, da gibt's einen Favoriten. Ja, ganz klar. Also das unerreicht, was die X54 da für eine massive Halterung hat, ist halt sehr gastronomisch angehaucht. Ja, da haben die natürlich auch eigentlich ihre Stärken. Ja. Und ja, hier jetzt gut umgesetzt. Also da würde ich sagen, Siebträgerhalterung geht an die X54. Ja. Gefolgt von der Rocket. Der Rocket ist ein bisschen krampfig. Geht aber auch. Auch alles sehr massiv geschaffen. Da finde ich zum Beispiel eigentlich die Sage gar nicht so schlecht, auch wenn alles aus Plastik ist. Die ist so irgendwo folgend. Und dann fällt für mich halt einfach bei den Eurekas auf, dass das Malgut so voluminös ist, dass ihr vom Klopfen nicht wegkommt. Ja. Und dann diese Gabel, die hier dran ist, kann man ja auch wegnehmen. Ich finde die smart irgendwie, aber auch dann doch nicht so, einfach nicht hochwertig. Also nein, also ich meine, man muss es dann wieder im Verhältnis zum Preis sehen, aber dennoch gehört es einfach nicht zu den guten Mühlen jetzt in dieser Kategorie. Bedienbarkeit meint natürlich auch die Einstellungsmöglichkeit des Displays. Ja, da fallen jetzt einfach mal die keins haben, erzwungenermaßen einfach raus. Aber was ich da wirklich sagen muss, mir hat ja zum Beispiel das von der Faustino einfach gefallen, optisch, schön animiert, reagiert gut, jetzt das Neue auf jeden Fall. Ich finde aber, da sind die Eurekas wirklich einfach smart. Einmal draufdrückt, dann ist es einer und doppelt. Ja. Auch wenn ich finde das Display an sich nicht super hochwertig, es reagiert ja auch auf dieses Drücken. Und es brennt sich auch ein bisschen ein über die Zeit. Ja, aber wie ihr es nutzen könnt, das finde ich gut. Weil es ist einfach plus minus. Sehr intuitiv, würde ich auch absolut dir recht geben. Aber ansonsten die Bedienbarkeit an der Stelle von der Baratza Forte, von dem Panel ist auch wirklich umfangreich und gut. Das funktioniert gut. Auch bei der X54 ist das völlig in Ordnung. Ja, das stimmt. Muss man wirklich sagen, auch ganz gut gelöst. Hier kommen wir dann zum Malgrad-Einstellung. Ist ein bisschen mühsam, wenn du mehrere Stellen hast, die du verstellen musst, dann ist es so, Ich bin tatsächlich auch an dieser Stelle bei der Sage Smart Grinder Pro. Ich finde einfach spannend, dass man so viele Mengen einstellen kann. Das habe ich nicht. Man kann dann auch für die French Press und den Nachbarn, vielleicht hat der einen größeren Siebträger. Ja, und kommt nach dem Mittagessen kurz mit dem Siebträger rüber. You never know. Wenn wir jetzt aber auf die Malgrad-Einstellungen schauen, und das ist natürlich eine eigene Kategorie, Malgrad-Replizierbarkeit, ja. Und dann eben auch die Malgrad-Einstellungen, dann müssen wir sagen, sowohl die X54 als auch deine geliebten Eurekas sind dann nicht vorne mit dabei. Ja, ne, die Rädchen sind einfach zu klein, zu popelig. Also vor allem Specialita ist ja wirklich Kleinstveränderungen sind Welten. Und das ist bei der XL schon ein Schrittchen besser, das hilft schon mal. Hier genau das Gleiche auch. Es ist... Und da muss ich wirklich sagen, da ziehen einfach die Single Dose weg. Ja, das ist eine Stärke der Single Dose jetzt hier. Also und das haben wir auch tatsächlich in den Partikelkufen gesehen. Ja. Wir haben ja, das war immer unser 4. Espresso und unsere 7. Probe, die wir genommen haben. Ihr erinnert euch, 7 verschiedene Messungen haben wir gemacht mit den Partikelverteilungen und als 4. da haben wir einmal den Espresso eingestellt, uns genau den Malgrad aufgeschrieben, wirklich so genau wie wir das eben konnten und das ist eben schon das Problem bei manchen dieser Mühlen, also 3,5 oder 7 Striche zum Beispiel. Und dann haben wir ja einen Espresso, dann haben wir einen Lungo gemacht, eine Kaffeecreme, dann haben wir einen Ristretto gemacht und anschließend wieder zurückgestellt. Und das war dann eben Probe 7, die dann ins Labor ging. Und dann haben wir geschaut, wie genau waren wir wieder an dem Punkt und war das Extraktionsverhalten wie gewünscht. Und ja, es war tatsächlich so, die Eurekas haben das nicht gut gekonnt. Die X54 war ziemlich schlecht. Ja, und auch die Faustino war wirklich, obwohl dieses Rädchen groß war, haben wir diesen Punkt...
nicht gefunden. Ich hatte hier nie das Gefühl, dass es irgendwie ein Spiel hat, aber trotzdem war das nicht da, wo es hin sollte. Also großes Rad ist nicht immer einfach automatisch top. Da ist es natürlich in dem Moment, wo es über den ganzen Deckel gesteuert ist, das gibt einfach so einen großen Bereich und das ist für mich klarer Punkt für DF64 und Niche. Das macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß. Ich möchte dennoch hier noch etwas ergänzen und auch eine Korrektur vornehmen im Vergleich zu unserem ursprünglichen Einzelvideo. Unter anderem, weil ich selbst diese Mühle nochmal wirklich versucht habe einzustellen auf ein sehr präzises Rezept. Und es war sehr schwierig. Wir kommen dann gleich nochmal dazu, wenn wir über die Espresso-Rezepte sprechen, Michel. Aber es war fast nicht möglich, ein absolut replizierbares Rezept hinzubekommen. Die Interpretationen gehen da in Richtung, hat sie vielleicht ein bisschen mehr Channeling provoziert als andere Mühlen? Ist der Mahlgrad dann eben doch nicht so wiederholbar wie ursprünglich auch gedacht? Aber es war nicht einfach jetzt in dieser Runde den Espresso so präzise einzustellen, wiederholbar einzustellen, dass eine andere Person diesen wiederum auch genauso brühen kann und dass dann das Ergebnis in der Tasse so war, wie ich mir das Rezept vorgestellt habe. Ja. Und deswegen würde ich da in der Kategorie auch nochmal deutlich einen Schritt nach hinten gehen. Mahlgrad, Replizierbarkeit ist keine Stärke dieser Mühle. Das hatten wir so im mittleren Feld. Ich würde jetzt eher sagen, in diesem Feld hier ist das eine deutliche Schwäche von der Sage Smart Grinder Pro. Lautstärke, Michel, weil du da auch ein bisschen sensibel bist? Ich bin da gar nicht sensibel. Ich wollte dich nur provozieren. Nein, es ist mehr so, ich finde den Klang entscheidend, nicht mal die Lautstärke an sich. Okay, aber wenn ihr jetzt, sagen wir mal ganz kurz die Lautstärke. Wir haben die Nische definitiv am untersten Ende. Und auch schön. Und auch schön, auf jeden Fall. Ist bei 73 Dezibel. Auf jeden Fall sehr schön. Und dann haben wir gerade das pure Gegenteil nebendran mit 89, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Barazza Forte. Aber auch nicht schlimm. Es ist so, es ist kein Schreien. Ja, das ist die einzige mit Keramikmahlscheiben. Die sind speziell. Ja. Die ist wirklich laut, aber nicht so unangenehm. Und alle anderen sind so ein bisschen in dem Mittelfeld. Wir haben die GBW ja runtergestellt, die wir auch bei 76 und ein paar zerquetschte, also auch noch relativ leise. Die ist zwar nicht so laut, Michel, aber ich finde, ehrlich gesagt, die klingt so wie so eine Getreidemühle. Ja. So einfach, und zwar so mit so einem Plastikgewinde und so weiter, was sie ja auch hat. Und die kämpft dann schon. Also vor allem, je heller die Kaffees werden, desto mehr kämpft diese Mühle. Ja. Ne? Ja. Muss man einfach sagen. Absolut. Auch wenn sie nicht so laut ist. Michel, dann haben wir Totraum angeschaut. Wir haben ja über Totraum ein bisschen gelernt unterwegs. Wir haben unter anderem gemerkt, dass wir differenzieren müssen. Ja. Also es gibt nicht nur einen Totraum, sondern wir haben es dann unterschieden in absoluten Totraum, permanenten Totraum und temporären Totraum. Ja. Absoluter Totraum ist alles, was wir hier in einer Mühle finden. Sprich, der permanente Totraum, also der sich nie löst. Und dann auch der temporäre Totraum, also der quasi von Malung zu Malung sich austauscht. Die Zusammenfassung dessen ist der absolute Totraum. Ja. Und den haben wir gemessen. Genau. Bei allen Mühlen. Bei allen Mühlen, das, was wir jetzt sagen, ist definitiv der absolute Totraum. Und da möchte ich eines schon mal vorweg schicken. Wir sind bei allen unter 5 Gramm, wir sind teilweise unter 3 Gramm und wir sind teilweise auf etwas mehr als 1 Gramm. Und das finde ich echt schön, weil das ist so, wo wir den Test begonnen haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir so wenig haben. Ich habe immer gesagt, einer Portion, also so 7 bis 9 Gramm. Und jetzt sind wir hier aber bei... Du bist doch sonst nicht so pessimistisch. Nein, aber es war immer so, ich hatte immer das Gefühl, dieser Raum ist so groß und aber auch seit wir das Thema so offen haben, guckt mal viel ganz anders auf eine Mahlscheibe bzw. auf eine Mahlkammer, wenn man die aufmacht. Nämlich, wenn diese Mitnehmer am Rand halt schmal sind, dann habe ich wenig Totraum. Je nachdem aber eine andere Erwärmung, aber das ist nicht immer so genau. Also ich finde, 5 Gramm ist immer noch viel. Ja. Wenn ich in einer Bezug mache, ohnehin. Ja. Und auch auf 18 Gramm finde ich 5 Raum Totraum noch viel. Wobei man natürlich sagen muss, ein Teil davon ist auch der permanente Totraum. Der kommt dann gar nicht mit raus. Aber ich finde, wenn dann eben der temporäre Totraum irgendwie doch bei 3,5 ist und das ist dann im nächsten Bezug mit dabei und da steht dann da ein Tag oder 2 oder ihr habt es nach den Ferien nicht ausgemahlen, das ist halt unsympathisch. Michel, wir haben 2 Sieger. Ja. In der Kategorie. Das sind die Single-Dose. Ja, also auch klar. Wir haben sie genau dann verglichen wie die anderen auch.
Bei den anderen haben wir ja hier dann sehr konsequent alle groben und großen Bohnen und alle größeren Stücke rausgenommen und geguckt, was ist wirklich da. Und das gleiche haben wir bei den Single Dose auch gemacht. Wir haben sie dann nicht komplett leer gemahlen, sondern eben dann genommen. Und da sind wir bei den beiden irgendwo zwischen 1 und 2 Gramm. 1,5. 1,5, 1,1. Und das ist schon super. das ist wirklich super. Gibt da noch eine andere Ebene, nämlich diese Single-Dose-Performance, da kommen wir gerade noch dazu, aber hier, selbst wenn ihr die Mahlkammer voll lassen würdet, hättet ihr maximal jetzt bei der GJ 1,5 Gramm. Und dann sind wir aber relativ schnell so in der Eureka- und Faustino-Kategorie mit so 2,5, 2,7, knapp unter 3, was ja auch schon mega gut ist. Also ganz klar. Für so kleine heimische Mühlen. Ja. Finde ich auch gut. Und dann kommen wir schon in Richtung 3 bis 4 Gramm relativ schnell und haben dann den obersten Wert. Macht ja auch Sinn. Die größte Mühle, die GBW, da seid ihr bei 4,9 Gramm. Seht ihr hier unten. Das macht aber auch, ich meine, da ist einfach auch... Ja, ist einfach Volumen, ne? Ja, Platz und völlig logisch. Aber selbst da sind 5 Gramm, finde ich, nicht viel. Michel, dann haben wir die Ebene der Single-Dose-Performance. Ja. Also nochmal, Prinzip habe ich eben schon gesagt, wir wiegen 18 Gramm, wir geben 18 Gramm rein und dann mahlen wir und wir haben dann länger gemahlen. Ne? Ja. Also als beim Totraumtest, weil Single-Dose bedeutet ja, es ist ja leer. Das heißt, wir mahlen auch und mahlen und mahlen und versuchen wirklich das zu lösen. Also nochmal eine andere Größe. Und es geht da vor allem darum, dass wir mahlen 30 Sekunden und gucken dann meistens, im besten Fall bleibt eigentlich nur noch ein bisschen was im Tunnel. Ja. Und der Tunnel ist eigentlich, wenn ihr euch die Mahlkammer vorstellt, der Bereich zwischen der Mahlkammer und meistens dem Flapper, da bleibt noch ganz wenig drin. Und das wollten wir herausfinden. Ich bin da der Überzeugung, dass man trotzdem, auch wenn das ganz wenig ist, habe angefangen eigentlich bei allen Mühlen, einfach immer so, auch wenn ich weiß, dass hier ganz wenig übrig bleibt, bis nichts, ich mache immer so 2, 3 Böhnchen rein. Einfach, dass ich wirklich alles draußen habe, beziehungsweise das, was hängen geblieben wäre, wird dann mit frischem Kaffee ausgetauscht. Das ist so meine Methodik. Ja, es ist schön, Michel. Danke auch, dass du es mit uns teilst. Sag mal, welche ist die beste? Niche, ganz klar, Niche ist irgendwo 001. Ja. Eigentlich die DF64 mit einem Aber. Man muss schon noch mal ein bisschen Handarbeit, ne? Und da habe ich, durch das, dass ich sie wirklich auch zu Hause eingesetzt habe und auch jetzt immer wieder in Kursen wurde sie eingesetzt, wenn ihr pumpt, hatte ich ich würde mal sagen, einer von 15 Malungen, dass es nicht 18 Gramm waren, sondern mal so 17,9. Da ist ein bisschen was drin geblieben. Ansonsten ist wirklich straight, wenn ihr richtig auspumpt. Und das ist halt bei der Niche, habt ihr mal 0,1, aber auch das. Also ich finde, wenn wir über 0,1 diskutieren, müssen wir über andere Sachen diskutieren. Das ist der Fall. Lieber Michel, die Tunnelmühlen sind ein bisschen die Eurekas. Da bleibt ein bisschen drin. Da bleibt ein bisschen drin. Wir sind so bei 0,3 bei den beiden, was im Tunnel drin bleibt. Der Totraum ist sehr gering, also dieser Abstand. Und die Schieber schaffen es wirklich, wenn man lange dreht, dass dass eigentlich in der Mahlkammer nichts übrig bleibt, sondern nur noch im Tunnel. Und das sind dann eben diese 0,3 Gramm. Da, wenn ihr das so nutzen möchtet, als Single Dose, da würde ich auf jeden Fall diese 3, 4 Böhnchen. Ja, und wenn ihr sagt, das ist eher dann der Fall auch für euch, dann würde ich eben doch sagen, schaut mal zu der Variante dann nochmal, die gekippt ist, die Single Dose. Die gab's halt noch nicht, als wir die ersten Tests gemacht haben. Die gab's halt noch nicht. Michel, dann haben wir bei der Forte, das ist von denen jetzt hier die schlechteste. Ja. So, da bleibt am meisten zurück. Und dann gibt's noch die Mahlkönig GBW. Haben wir ja gesagt, ein bisschen Mühle außer Kategorie. Das merkt man jetzt, ne? Das ist eine Gastromühle. Und das ist keine Single-Dose-Mühle. Ja. Also während ihr mit allen hier euch da irgendwie zurechtfinden könnt, würde ich sagen, das könnt ihr vergessen. Nee. Das geht nicht. Das sind über 3 Gramm. Geschwindigkeit haben wir auch angeschaut. Wir haben ja da eigentlich einen Benchmark gesetzt, der unrealistisch ist was haben wir gemacht eigentlich? Ja, wir haben gemahlen. Ja, und zwar haben wir 10 Sekunden gemahlen. Wir haben 10 Sekunden gemahlen und geguckt, was kommt raus. Mhm. Ganz wichtig, mit gefülltem Totraum selbstverständlich. Also der Totraum war voll, wir lassen dann laufen, dann kommt sofort Kaffee und wir stoppen dann nach 10 Sekunden und gucken, wie viel Gramm kommt raus. Und ja, die sind alle nicht die schnellsten. Nein, aber nochmal im Vergleich zur GBW. Da haben wir 44 Gramm ausgemahlen in 10 Sekunden. Und das ist wiederum auch kein Vergleich. Ich muss jetzt sagen, so gesehen finde ich die
XL und die Forte schon relativ zügig. Also Ja, hier sind wir bei 22, hier sind wir bei 28. Ja. das ist doch, also ich meine, in 10 Sekunden war es 28 Gramm. Also darum, das wäre für mich wirklich auch so eine irgendwie eine kleine, also so eine koffeinfreie Alternativmühle Für die Gastronomie oder auch so einen kleinen Coffeeshop, wo ihr zwischendurch mal, also das geht mega schnell. Also das finde ich wirklich cool. Kommen wir gleich nochmal zurück. Wir schauen dann noch auf die Temperatur, weil das ist ja dann eine weitere Frage, die wir anschauen müssen. Michel, dann haben wir noch die, wie soll ich sagen, die vom Besenwagen eingesammelt werden. Ja. Das wäre die Niche. Ja, die hängt, da hat schon der Besenwagen keinen Bock mehr. Also ich muss das ein bisschen relativieren, Michel, weil die ist ein Gramm langsamer als jetzt zum Beispiel diese beiden hier. Nee, die geht da nicht. Ja, du hast recht. Aber die X54. Genau. Ja. Und ja, aber du kannst ja nicht langsam mit langsam vergleichen. Wieso? Nein, ich würde jetzt langsam mit GJ vergleichen, weil hier bin ich bei 11 Gramm und da bin ich bei 19. Und Da bin ich total bei dir, aber wir müssen die anderen in den gleichen Besenwagen packen. ja, genau. Und das ist halt auch Besenwagen-Kategorie. und die werden alle mitgenommen, die brauchen nur länger. Nein, bringt es auch irgendwo in den Kontext. Also bei der Niche braucht ihr halt 15 bis 20 Sekunden, bis ihr 18 Gramm durchgemahlen habt. Und bei der GJ braucht ihr halt 10 Sekunden. Ob das jetzt zu Hause wirklich einen Unterschied macht, das kann man diskutieren. Ich habe für mich sowieso den Arbeitsablauf einfach umgedreht, weil ich mal den Kaffee, ich wiege den Kaffee ab, ich schmeiße ihn in den Bohnenbehälter, ich starte die Mahlung, habe den Becher drunter und dann spanne ich den Siebträger aus, klopf und putz. Du hast 2 Hände, ne? Ja, so? Aber nein, ich muss ja den Becher nicht halten. Der bleibt ja da. Ah. Ja, also ich kann das mit 2 Händen. Ja. Michel, genau, also die fühlen sich an wie Bergetappe. Ja. So, ne? Ja. Und bei den anderen geht es einfach zügiger. All diese Attribute und Kategorien, wir gehen die ja durch und wir sagen jetzt eben nicht, das ist für euch die richtige oder die wichtige, entscheidende Kategorie. Das kommt schon sehr darauf an, wie ihr zu Hause Kaffee machen wollt. Und wenn ihr natürlich in eurer WG 15 Leute habt und ihr wollt denen recht zügig einen Espresso machen, dann nehmt ihr eine schnellere Mühle. Ja. So deswegen ist dann die Kategorie für euch wichtig. Wenn ihr lieber viel von mir aus Präzision wollt und dann auch nicht so entscheidend findet, wie langsam das Ganze geht, dann seid ihr dann mit einer Nische eben besser bedient. Deswegen guckt für euch, was für euch wichtige Kategorien sind. Und hier ist definitiv der Faktor, wenn ihr sagt, ich habe jetzt heute Appas, morgen Mami und am Samstag dann Doña Margarita, dann wäre ich auch hier, weil ich den Mahlgrad wiederfinde und mir aufschreiben kann, okay, Doña war jetzt plus minus bei wahrscheinlich so 15, 16. Abbas war vielleicht bei 18, 19 und Mami war auch bei 15, 16. Absolut, also eigentlich hätten wir das noch stärker auch besprechen müssen im Bereich von den Single-Dosing-Mühlen. Also ich finde das nochmal wichtig zu sagen. Mahlgrad, Replizierbarkeit beziehungsweise die Möglichkeit, sich Rezepte einstellen oder merken zu können, in Verbindung mit dann eben der Single-Dosing-Fähigkeit erlaubt euch, dass ihr relativ einfach zwischen Rezepten wechselt. Ja. Dass ihr verschiedene Beutelchen habt, verschiedene Sachen vielleicht auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, eingefroren habt, gerade nehmt und dann, also Hardcore. So David-Fraktion. So wie unser lieber Kollege das macht. Genau, dass ihr verschiedene Kaffees verwenden könnt, von dem mal. Das ist natürlich Single-Dosing-Performance und Mahlgrad-Replizierbarkeit sind dann wiederum wichtige Kategorien. Ja. Wir haben auch angeschaut, wie sich die Temperatur des Mahlgutes verhält. Das ist dann wichtig, wenn ihr regelmäßig viel Kaffee machen wollt, eben zum Beispiel vielleicht in so einem Gastronomie-Setup oder eben in der besagten 15-Menschen-WG. Und da sind eigentlich 7 Mühlen gut und 2 gehen in den erwärmten Bereich, noch nicht über die kritische 40-Grad-Grenze. Wir sind bei 37 Grad und das sind die Specialita auf der einen Seite und die Barazza Forte. Genau, da habt ihr einfach nach 5 Mahlungen, wird es dann langsam heiß. Heiß ist 37. Ja. Da gibt's immer wieder Testreihen, wo man sagt, so ab 8, 39 wird's dann langsam kritisch. Ist immer halt schwierig, weil wenn man das genau testen würde, müsste man eine Probe mit 37 und am besten noch eine mit 30 von der gleichen Mühle checken können. Dann kann man es wirklich vergleichen. Das wäre jetzt nicht die High-Performance-Mühlen. Das kann man sicher für zu Hause sagen. Michel, ich will ganz kurz einen Vorblick geben auf die Degustation. Ui. Ganz kurz. Ja. Denn wir haben Fehler gemacht, sprechen wir dann gleich nochmal drüber, aber wir haben
beide Mühlen nochmal verkostet, hier von Faustino. Ja. Und das alte, oder das V1-Versionsmodell ist ja auf über 40 Grad gegangen. Ja. Und das haben wir in der Verkostung, in der Blindverkostung massiv abgestraft. Ja. Das hier nur kurz eingeschoben. Wirklich interessant. Also belegt ganz deutlich die These, kann auch andere Gründe geben. Aber hier hatten wir eine starke Auffälligkeit sensorisch im Vergleich zum Panel. Ja, und obwohl die Partikelverteilung ja nicht exorbitant schlechter ist als alle anderen, ist das aufgefallen. Und das ist jetzt unsere Interpretation, dass das zusammenhängen könnte. Genau, ich würde es jetzt gar nicht so stark interpretieren, aber es war eine krasse Auffälligkeit in der Blinddegustation. Wir wussten nicht, was wir verkosten. Und wir haben die einzige Mühle mit über 40 Grad, mit einer recht guten Partikelverteilung, im Verhältnis zu den anderen doch sensorisch massiv anders gescored. Absolut. Sei einfach so dazugestellt. Wie konstant sind aber diese Mühlen, wenn wir eine bestimmte Mahlzeit eingestellt haben? Und das ist jetzt hier wichtig. Das geht zum Beispiel bei diesen Mühlen ja gar nicht. Es wird keine Mahlzeit eingestellt, deswegen haben wir die da nicht angeschaut. Und bei der Forte gibt es natürlich die Möglichkeit, die Zeit einzustellen und mit einer Waage zu arbeiten. Ja, da haben wir hier wirklich die Möglichkeit, mit Waage zu arbeiten und mit Zeit, und da muss man ganz klar sagen, dass wir hier einen Plus-Minus-Wert haben von 0,1, wenn ihr mit der Waage arbeitet. Wenn ihr mit der Zeit arbeitet, seid ihr mehr 0,7, und das war mit Abstand der höchste Wert hier auf dem Tisch. Darum, wenn ihr die zu Hause habt, auf jeden Fall mit der Waage arbeiten, auch im Espresso-Bereich, vielleicht mit einem Becherchen, vielleicht was auch immer, aber da war die Präzision nicht so, wie wir es von den anderen gewohnt sind. Ansonsten haben wir ein paar, die so im mittleren Bereich abliefern und einige, die das noch ein bisschen besser machen. Und dann sind wir so bei Werten um die 0,2 bis 0,25 so plus minus. Bei den mittleren? Genau, das war die XL und die Sage. Und bei allen anderen, wo ihr Zeiten einstellen könnt, habt ihr einen Wert von irgendwo zwischen 0,1 und 0,2. Das ist sicher solid, macht Spaß. Ich meine, wenn man sich vorstellt, ich habe 18 Gramm plus minus eingestellt und da kommt im Schnitt irgendwas zwischen 17,85 oder 17,9 und 18,15. Ja, eben, da sind wir wieder beim Punkt, wenn wir über sowas diskutieren, dann müssen wir an anderen Ansätzen auch noch viel schärfer sein. Ja, absolut, absolut. Alles, was ihr bisher gehört habt, das habt ihr mehr oder weniger so vielleicht schon mal gehört oder auch gelesen, wenn ihr die bisherigen Tests der Mühlen schon verfolgt habt. Was jetzt kommt, ist neu. Das hat auch ein bisschen gedauert, weil wir haben uns wirklich angestrengt, nochmal gewissenhaft alle Mühlen zu verkosten, auszuprobieren und das Ganze auch in einer Blinddegustation zu machen. Während wir bei den bisherigen Tests ja das so gemacht haben, Miche, dass wir wussten, welche Maschine wir verkosten, welche Mühle wir verkosten, haben ein gutes Rezept eingestellt, verglichen miteinander die 4, haben das bewertet, auch konsequent, und ich finde auch, es sind auf jeden Fall repräsentative Ergebnisse. Absolut. So, und dennoch müssen wir sagen, wir wussten, welche Mühle eingestellt wird, und wir waren nicht vollkommen voreingenommen, und ich finde, bei einer Mühle ist es auch deutlicher aufgefallen. Ja, absolut. Die ist in unserer Einzeldegustation oder in unserer Gruppendegustation, wir haben ja immer die Gruppen als Viererpaar verkostet, oben rausgeschossen, und jetzt in der finalen Verkostung sozusagen nicht ganz so stark. Ja, war auch im Vergleich vielleicht einfach in der Runde vielleicht einfach sehr stark, oder Wir können gleich noch drauf eingehen. Was haben wir gemacht? 2 verschiedene Espressi haben wir verkostet. Genau. Wie war das Prozedere? Wir haben uns gedacht, weil was wir ja festgestellt haben, ist, jede Mühle hat irgendwie auch einen eigenen Charakter, und auf den kann man eingehen. Mit anderen Worten, das Standardrezept ist nicht bei allen Mühlen, die wir jetzt getestet haben, immer auch das beste Rezept gewesen. Also diese 18 Gramm in und dann 45 out in 25 Sekunden war nicht bei allen das Leckerste. Nein, absolut. Sondern man musste da individuell auf die Mühlen Rücksicht nehmen. Ja. Und deswegen haben wir ein besonderes Setup uns überlegt. Wir stellen einfach sicher, dass jede Mühle bestmöglich eingestellt ist durch euch als die besten Baristen. Die Idee wird gleich sein, wir ziehen alle jeweils 2 Mühlen, die wir in den nächsten 45 Minuten bestmöglich einstellen. Extraktionszeit, aber auch Brew-Ratio. Aber wollen wir uns mehr in dem Klassischen bewegen? Oder nicht? Ich sage euch, ihr habt gestern schon nochmal das Bewertungsprotokoll bekommen. Wir sind schon eher im Klassischen unterwegs, und wir würden zunächst ja auch einen relativ klassischen, traditionellen Espresso brühen, also in Appas.
Ich finde, jetzt macht das wenig Sinn, auch im Rahmen der Maschine, die wir nutzen, völlig crazy zu gehen, also super lange Extraktionen zu machen oder so. Aber also nochmal als Zusatzinformation, am Ende schließt eure Mühle dann vielleicht am besten oder am schlechtesten ab. Die Fallhöhe ist durchaus da, weil ihr könnt auch die 2000 Franken Mühle verkacken. Ja, absolut. Wir wollten auch einfach euch so ein bisschen, ich sag mal, personalisierte Rezepte mitgeben, wie wir die Mühlen interpretieren. Das heißt, wir haben uns die Runde genommen mit Felix, mit Philipp, mit David, mit dir und mit mir und haben uns an die Mühlen gemacht und jeder hat 1 bis 2 Mühlen eingestellt nach dem Rezept, wie derjenige das Gefühl hatte, so jetzt hole ich das Beste aus dem Kaffee raus. Und das haben wir dann brühen lassen von Andrea und David. Die haben dann gebrüht. Und wir haben zu 4 degustiert und haben dann ausgewertet. Genau, also andere haben verkostet als gebrüht sozusagen. Also wir saßen mit dem Rücken zu der Espressomaschine und sind dann einfach durchgegangen. Und um das nochmal zu unterstreichen, wir haben gesagt, wir suchen uns starke, erfahrene, sensorisch geschulte Baristi, die nach ihrer besten Möglichkeit das Rezept suchen. Ja. Dadurch waren die Rezepte unterschiedlich, dadurch hatten wir unterschiedliche Texturen, zum Teil auch vielleicht ein bisschen andere Interpretationen. Wie läuft's? Ich bin noch nicht happy. Ich habe heute 2 Mühlen, die mich nicht zufriedenstellen. 20 und 27 Sekunden und es hat bei beiden Mühlen super funktioniert. Habe einen TDS von 8,1 und 8,2. Klassisch, schmeckt. Aber ich finde eigentlich, das in dem Fall wirklich gelungen, weil jeder hat auf seine Art und Weise das versucht, das Beste rauszuholen und auch gemerkt, wo dann eben die Mühlen ja zum Teil ein bisschen strugglen und dann auch das nicht repetierbar war. Also die Rezepte wurden dann sehr präzise aufgeschrieben und dann mussten eben die beiden Baristi die nachbrühen und die anderen haben die dann verkostet und wir wussten wirklich nicht, was wir verkosten. David, du hast rechte Pace. Komplett blind, bis auf eine Ausnahme. Wir haben nämlich die alte Faustino verkostet. Genau, ich habe die Mühlen bereitgestellt und habe mir dann aus unserem Lager die Kartonbox Faustino 3.1 geschnappt und mir gedacht, ja, das ist die Faustino 3.1. So viel gedacht hast du eben nicht. Nein, so viel habe ich eigentlich. Ja, das kann man dahingestellt, dann haben wir sie eingestellt, verkostet, war die falsche Mühle. Und dann haben wir da nochmal eine zweite Runde gemacht, haben das auch nochmal blind gemacht, natürlich nicht mit so einem großen Panel, sondern mit einem kleineren Panel, also ein kleineres Panel an Mühlen. Wir haben nochmal eine weitere Mühle dazugestellt, sodass wir nicht wussten, welche der beiden jetzt die Faustino ist. Dann haben wir die auch nochmal verkostet. Das heißt, die Werte sind ein bisschen abweichend. Die von der ersten Faustino, habe ich eingangs schon gesagt, die sind tatsächlich repräsentativ. Und ich bin froh, dass wir nicht die mitgenommen haben. Ja. Die haben wir ja echt schlecht abgestraft sozusagen. Ja. Die war mit Abstand die schlechteste in der ersten Runde und jetzt dann in der Nachdegustation war die andere aber deutlich besser. Absolut und das finde ich auch schön, dass man das sieht, dass das auch irgendwie das Gefühlte von uns bestätigt und darum steht sie auch hier und darum, dass ihr auch wisst, wie das entstanden ist und darum auch letzte Woche der kurze Kommentar, dass das Video noch eine Woche geht. Wir mussten da nochmal nachprüfen, dass wir da euch wirklich die genauen Daten mitgeben können. Genau, und dann haben wir noch was gemacht, nämlich ihr trinkt unterschiedliche Kaffees, unterschiedliche Espressi, wir trinken auch unterschiedliche und die haben unterschiedliche Extraktionsverhalten und es ist tatsächlich so, dass manche Mühlen eher stärker sind bei helleren Kaffees und andere vielleicht stärker bei dunkleren Röstungen. Und deswegen haben wir 2 verschiedene Kaffees verkostet. Also wir haben 2-mal einen halben Tag verkostet mit diesem 4er-Panel plus die Baristi und haben den Appas verkostet. Also mittlere Röstung aus unserem Sortiment, mittel bis dunkel jetzt für unsere Art des Röstens und den Doña Margarita als ein bisschen heller gerösteten, mehr säurefokussierten Specialty-Kaffee. Und das war super spannend. War sehr spannend. Und die Ergebnisse waren wirklich auch divers. Säure, Süße ist klar, positiv. Säure, Komplexität, Transparenz. Das ist also quasi zusammengenommen taktil und Geschmack. Also ist okay, WBC. Ja. Was ich spannend finde, Michel, du hast andere Favoritenmühlen als ich. Sensorisch ja. Ja, absolut. Das war sehr spannend. Es ist das Schöne, es hat auch so einen persönlichen Touch bekommen, das Ganze, weil wir dann halt auch ein bisschen gebettelt hatten, wer hat jetzt die beste Mühle eingestellt oder die Mühle am besten eingestellt und am schlechtesten. Und ja, lass uns doch einfach mal in die Ergebnisse schauen. Mega absolut. Spannend. Es wird Zeit. Gucken wir auf die Appas-Degustation, Michel. Wer hat gewonnen? Ja, da war das Ergebnis ja relativ klar, so mit 1-2 Punkten Abstand. Das war die
Barazza Forte hat uns echt überzeugt. Hat auch viele gute Kommentare auf der Textur- und Gewicht-Seite mitgenommen, aber vor allem auch so als balancierte Tasse. Ja. Habe ich auch so noch wahrnehmen können und war echt schön. Ja. Einfach lecker. Toller Espresso. Und dann hatten wir hinten dran sehr nahe dann direkt die beiden, lustigerweise. Ich weiß, wer hat sie eingestellt? Ja, ich habe sie eingestellt. Aber wir haben gelost. Das muss man wirklich. Wir haben gelost. Es war zufällig, dass ich die beiden Eurekas gezogen habe. Zweimal Eureka. Die waren von mir. Die waren beide auf Platz 2 und 3. Und dann kam deine Benjamin hat die Nische gelost. Genau. Und die war dann quasi die darauf folgende. Michel, spannend. Die beiden Eurekas haben auch so ähnlich geschmeckt, ne? Ja. Wir haben viele Kommentare, die wieder übereinander gestimmt haben. Auch balanciert. Schöne Säure wurde oftmals geschrieben, so schön integriert. Und was aber auch spannend war, sie hatten beide einen Hang zu Astringenz. Ja. So ein bisschen dieses Austrocknen im Abgang. Haben wir wirklich bei beiden Mühlen das ist interessant. Sehr oft notiert. Michel, die Pforte hat ja der David eingestellt. Ja. Schönes Rezept eigentlich. Schönes Rezept, spannend. Er hat es relativ lang gezogen. Er war bei 31 Sekunden, hat ein 18, hat 42 out und das hat bei der Mühle zum besten Rezept geführt. Absolut. Also da können wir auf jeden Fall mitgeben. Vielleicht ist das wirklich bei der Forte ein Rezept, einfach etwas länger zu brühen. Etwas längere Brühzeit. Und bei den beiden Eurekas, da habe ich das Rezept gemacht. Es war einmal 41 und einmal 40 Gramm out in, was hatte ich? Ich hatte 27 und 28 Sekunden. Also einfach ja, bei der Specialita hast du 26 out gezogen und bei der XL waren es 27,5. Okay. Und du hast aber jeweils ein TDS von 8,2 bzw. 8,1 bei der Minion XL angepeilt. Ja. So, ne? Ja. Also so eine, Brew-Ratio war also 1 zu 2,2. Ja, also eher so ein bisschen runtergenommen. Interessant ist, die Extraktion war deutlich tiefer oder ein bisschen tiefer als jetzt bei mir und auch ein bisschen tiefer als bei der Forte, bei der Niche. Ich bin bei der Niche auf ein Rezept gegangen von 18 in, 42 out in 28 Sekunden und hatte ein TDS von 8,5, also eher ein bisschen höher und war auch in der Extraktion ein bisschen höher, nämlich bei 19,83. Aber also, das sind so, also hier haben wir für Abbas eher längere Brühungen gemacht. Hier waren wir sehr klassisch mit 1:2 von den Brühverhältnissen her, was sehr lecker war. Michel, dann finde ich interessant, eben, wir hatten ja den Abbas schon mal verkostet mit der GBW, die war so im Mittelfeld nur. Ja. Also in der Blinddegustation war diese große, teure, untenstehende 2000 Franken kostende Mühle so im Mittelfeld, auch eingestellt von einem guten Barista. Und das spricht jetzt vielleicht für die anderen Mühlen, das spricht jetzt nicht unbedingt zu 100% gegen diese Mühle. Nein. Ich würde sagen, aber es ist auch nicht, jetzt so einen super genauen Espresso ist dann mit dem Totraum und so weiter vielleicht auch nicht die ideale Performance. Ja. Whatever, in der Blinddegustation war das unser Ergebnis und das ist jetzt eben so eine Kombination, ne? Barista mit Mühle. Und ihr dürft das lesen, wie ihr lesen wollt. Es gibt ja noch eine zweite Runde. In der ersten Runde auch abgeschlossen und dafür gilt das Gleiche, was ich jetzt gerade gesagt habe. Kombination aus Mühle und Barista hat jetzt hier nicht funktioniert. Hat jetzt hier einfach nicht funktioniert. Kann bei euch zu Hause viel besser funktionieren. Ja, wir haben festgestellt, dass Philipp und GJ oder DF64 kein schönes... Das war jetzt kein Dream Team. Nein, das war kein Dream Team. Er ist aber auch auf ein extrem krasses Rezept gegangen. Naja, ganz so krass ist es auch nicht. Er hat den höchsten TDS auf jeden Fall angepeilt. Ja. Und hier haben wir jetzt Rezept gehabt von 18,2 in 39 out in 24,7 Sekunden. TDS war 9,1. Und die Extraktion war jetzt entsprechend eigentlich 19,5. Voll okay. Ja. Es haben insgesamt ein bisschen besser jetzt in der Blindverkostung die länger bezogenen Espressi. Sind besser angekommen. Darum war die so am Schluss in dieser Runde und dicht gefolgt. Man muss aber sagen, der ist der einzige mehrfache Barista-Meister in dieser Runde. Ja, das kann man einfach sagen. Ja, das kann man im Raum. Auch wenn es ein Jahrzehnt her ist, aber das müssen wir festhalten. Michel, sollen wir es so stehen lassen? Also ihr dürft das einfach interpretieren. Das ist kein absoluter Wert, das ist total wichtig. Es ist eine Blindverkostung, also insofern auf jeden Fall aus meiner Sicht mehr wert als die erste Runde. Wir haben versucht, die besten Rezepte pro Mühle zu finden und da sind jetzt die Ergebnisse, wie sie sind und that's it. Und alle haben noch eine zweite Runde bekommen.
Und das war dann spannend, weil dann war es ja wirklich spannend zu sehen, welche Mühlen performen besser, schlechter, gleich mit einem fruchtigeren Kaffee. Weil da hat Felix die Niche gezogen und hat mit über 5 Punkten Abstand, also wirklich durchs Band weg, durch das ganze Panel, einmal Top-Bewertung für die Niche mit dem Doña Margarita. Das war wirklich krasser Kaffee. Richtig krass. Also ich erinnere mich auch noch, der war so blumig und süß. Und ich dachte so, wow, der schmeckt jetzt irgendwie anders. Und in der Extraktion, ich meine, er ist auch auf einen relativ hohen TDS gegangen. Ja. Er hatte einen 10 TDS, ne? Aber der war trotzdem wirklich so clean. Er ist mit 18,5 rein, mit 38 raus. Das Ganze in 38 Sekunden, also wirklich ein interessantes, langes Rezept. Extraktion war 20,54. Ja. Interessanterweise genau die gleiche Extraktion wie bei der Barazza Forte, die aber deutlich nicht so gut abgeschlossen hat. Also Extraktion, gleiche Extraktion, aber völlig anderes Ergebnis. Michel, an zweiter Stelle jetzt Ehrenrettung für die DF64. Absolut, steht direkt vor dir. Das war Davids Rezept. Also David hat echt performt, muss man schon sagen. Ja. Einmal Erster, einmal Zweiter. Und der ist jetzt mit 18 Reihen 45 out, hatte eine 27er Extraktion, ein TDS von 7,9 und eine Extraktion von 19,75. Und ja, 35 Punkte haben wir gegeben. Ja. Und das hat wirklich gut geklappt mit diesem Kaffee, mit dieser... Das ist schon aber auch, ich meine, wir haben ein bisschen Zeitverknappung gegeben. Wir hatten 15 Minuten fürs Einstellen. Das mag nun auch da eine Rolle gespielt haben, dass es mit der Niche und mit der DF64 einfach ist, die einzustellen. Man hat weniger Totraum, man kann relativ zügig. Unterstreicht alles, was wir bisher schon gesagt haben. Also vielleicht eben auch mal eben schnell ein anderes Rezept. Dosing, Mühlen. Macht echt Spaß. Macht schon Spaß. Spannend war dann auch, dann hat die Faustino, die beim Abpass nicht so gut performt hat dann aber beim Doña Margarita richtig überzeugt. Die ist nämlich auf Platz 3. Da hat es wieder gepasst. Und ja, das ist so ein bisschen... ein schönes Zeichen zu sehen, dass halt Mühlen auch eher für helle oder eher für dunkle Kaffees oder in unserem Vergleich jetzt besser performt hat oder schlechter performt hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Bei der Doña Margarita hat diese Mühle nicht gut abgeschlossen, die Forte auch. Ja, spannend. Aber jetzt vor allem nochmal die Smart Grinder Pro. Ja. Und das habe ich eingangs schon gesagt, es war fast nicht möglich, den gut einzustellen. Ja. Es war wirklich ein Springen hin und her. Wir haben uns dann noch gefragt, haben wir Channeling? Ja. Haben wirklich alles gegeben für eine saubere Distribution und dennoch, es war wirklich schwierig, das Rezept wiederholbar zu machen. Ich wollte eigentlich einen längeren Bezug machen und dann bin ich da irgendwie bei 27, 28 Sekunden raus. Und ja, war nicht so lecker, hat nicht so Spaß gemacht, hat nicht das Potenzial vor allem des Kaffees auch gezeigt und darum ging es ja an der Stelle. Und so, wenn wir dann alles, ja. Und ich fand Barazza war einfach sehr verzettelt. Es war keine balancierte Tasse. Es war irgendwie hat der Kaffee nicht mit der Mühle funktioniert und das war dann nicht überzeugend, definitiv nicht. Was für mich noch spannend war, ich habe die X54 gezogen in der zweiten Runde und da muss ich wirklich sagen, da hätte ich große Skepsis, was die Dosierungsgenauheit anbelangt, weil man hat dann wirklich gesehen, wenn man extrem in feinen Bereich muss, was beim Doña einfach der Fall ist, dass sie so wie schubweise den Kaffee auswirft. Das würde ich jetzt ein bisschen in Fragezeichen stellen. Für helle Kaffees wahrscheinlich eher schwierig, einfach wegen der Dosierungsgenauigkeit. Sensorisch war sie wieder voll mit dabei. Das hat wirklich Spaß gemacht. Sensorisch war sie voll mit dabei. Und wenn wir dann das Ganze alles zusammen anschauen, Michel, können wir sagen, wir haben eine Range, die bei vielen Mühlen gar nicht so weit auseinander liegt. Ja, absolut. Also ich meine mit 56 jetzt in der Addition bei dieser Mühle bis zu 62 bei der XL, das ist irgendwie noch nah. Die Niche fällt dann durch diese Doña Margarita Degustation und dieses krasse Ergebnis einfach insgesamt positiv daraus, weil sie in beiden Runden gut performt hat. Erste Runde 28,5, zweite Runde 41,75. Da sind wir eben einfach bei 70. Ja. Hat offensichtlich geklappt. Nochmal, besondere Bedingungen, unterschiedliche Baristi, alle haben ihr Bestes gegeben, alle sind erfahren, alle können ordentlich schmecken. 15 Minuten Zeit zum Einstellen. Ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Das war vielleicht auch ein Faktor. Wobei man jetzt sagen muss, Michel, in der ersten Runde oder Gesamthaft war dann die ganz oben. Die andere reine Single Origin ist dann doch auf dem vorletzten Platz. Ja,
So, ganz hinten landet die Smart Grinder Pro. Ich meine, das ist budgetentsprechend tatsächlich. Das ist aber auch voll okay, finde ich. Und Niche Zero ganz vorne. Interessant, muss man schon auch sagen. Die GBW ist jetzt drittletzte. So, aber ich finde auch da wieder die besonderen Rahmenbedingungen seien zu beachten. Bei dir, mein lieber Freund, wäre die GBW sogar letzte. Ui. Sehe ich gerade. Und du würdest glücklich nach Hause gehen mit der Barazza-Pforte. War ich sehr erstaunt. Habe ich hier nicht zugetraut, aber finde ich schön. Du suchst doch noch, oder? Ja, ja. Fluktuation an Mühlen. Du könntest auch, wenn es nach dir geht, mit der X54 und für dich ist ja die Specialita ohnehin eine sichere Bank, die wären Platz 3. Aber dann kommt schon die DF64, mit der du ja liebäugelst, vor allem mit den SSP-Malscheiben, mein Lieber. Ja, was absolut. wir jetzt hier gar nicht angeschaut haben. Ja. Ich bin super happy, weil meine Lieblingsmühle, eine Mühle, mit der ich jetzt einfach... Ich bin ja relativ mühlentreu, muss ich sagen. Ja, das ist so. Und die Nische wäre bei mir auch ganz oben mit dabei. Die Pforte würde auch bei mir an Platz 2 kommen und dann käme schon die Rocket Faustino. Sensorisch betrachtet. Schön ist auch ein Learning, was wir aus der ganzen Testreihe rausgenommen haben, dass ein Wert unter 270 Mikron Durchmesser oder Breite dieses Hauptpeakes, dieser 60% des Hauptpeakes, dass das macht sensorisch Spaß. Und die Feinsanteile sind sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise Feins unter 20% und wir haben teilweise Feinsanteil über 24% und man kann keine klare Korrelation nehmen. In diesem Bereich würde ich auch sagen, also in diesem Bereich der jetzt hier auf dem Tisch stehenden Mühlen, konnten wir mit all diesen Mühlen sehr gute Espressi brühen. Mit einer Ausnahme, ich würde sagen, habe ich schon markiert, ist echt ein Sonderfall und ich würde jetzt sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Fazit kommen. Du hast gesagt, schon Partikelverteilung und damit auch irgendwie schon das Fazit eingeleitet. Wir haben gesagt, welche sensorisch für uns als beste Mühlen hier rausstechen. Wenn ich zum Fazit komme, würde ich sagen, 8, also es ist ja eine, ist ja unten, 7 von diesen Mühlen sind für den Heimbereich wirklich echt solide, gut geeignet, um wirklich tolle Espressi einzustellen. Das geht auch mit der Sage Smart Grinder Pro und ich würde auch dabei bleiben. Ich finde diese Mühle für den Einstieg interessant und die hat sich jetzt hier mit knapp 200 € Einkaufspreis oder 220 Franken wirklich ordentlich geschlagen. Und wir können mit dieser Mühle gute Espressi machen. Sie ist nicht so präzise, es macht nicht so viel Spaß, aber ich finde, die steht hier als Vertreterin der günstigsten Espressomaschinen, Espresso-Mühlengruppe. Der zweite günstigste. In der ersten Gruppe hatten wir ja gar keinen mitgenommen. und aber auch sonst muss ich echt sagen, der Markt gibt viel her. Und wir haben jetzt heute gerade beim Mittagessen noch darüber gesprochen, wir sind ja noch nicht fertig. Also jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Maschinen, aber die ein oder andere Mühle kommt ja immer wieder neu dazu. Die werden wir natürlich auch noch unter die Lupe nehmen. Und haben aber auch viele Learnings rausgezogen, so wo sehen wir wirklich die krassen Unterschiede. Und ich bin der absoluten Überzeugung, wir haben auch so den Moment jetzt gerade miterlebt, dieses Wandel der Home-Maschinen von Grind on Demand zu Single Dose. Da passiert gerade viel und ich glaube, da kommt eine spannende Zeit von uns. Da kommt eine super spannende Zeit. Für mich ist ein Fazit auf jeden Fall, habe ich schon gesagt, bei all diesen Mühlen gibt es gute für euch dabei. Es ist wichtig, was zu euch passt, ein bisschen auch vielleicht zu euren Präferenzen, euren Interessen, aber auch vielleicht designtechnisch zu euch passt. Und ja, da könnt ihr hier etwas wählen. Kommen wir aber nochmal zu dir. Was machst du denn jetzt? Also, der Status Quo ist wirklich wie zu Beginn des Videos. Wir haben zu Hause die DF64 schon gehabt, möchten die sicher nochmal angucken. Wir haben im Moment die Single Dose. Also ich bin persönlich, das gebe ich ganz offen zu, voll auf der Single Dose Schiene im Heimgebrauch. Ganz klar. Weil für mich das am sinnvollsten ist, wegen Totraum, wegen auch zwischendurch mal einen Kaffeewechsel. Da habe ich Lust drauf und damit will ich experimentieren. Und darum sind so diese 3 im Moment im Umlauf. Also Niche, DF64 und Eureka Single Dose. Und ich weiß es noch nicht.
Also, dann denk du mal noch weiter drüber nach. Ich nehme wieder die Niche Zero mit. Ja, aber dann, wir wollen dann auch mal testen. Also irgendwann musste sie mal für einen Monat zum Testen abgeben. Ich dachte, du hast dich aus Designgründen gegen sie entschieden. Ja, das ist die Pinguin-Diskussion, aber ausprobieren wäre trotzdem cool. Was ich noch dazu sagen wollen würde, ist, ich mag diese Mühle für Espresso. Ich verwende sie nicht für Filterkaffee. Und das ist ja auch noch eine extra Frage, die wir jetzt hier gar nicht weiter behandelt haben. Wenn es mir darum gehen würde, auch noch Filterkaffee zu brühen, dann würde ich wahrscheinlich die Baratza Forte nehmen. Und Ich auch. ja, Ja, voll. Da sind wir mal synchronisiert. Mega toll. Mega toll. Ich glaube, wir können das so lassen. Was wir noch machen, falls ihr unseren Instagram-Kanal nicht kennt. Ich werde noch rumziehen und meine lieben anderen Kollegen und Kolleginnen noch ein bisschen fragen, welche dieser Mühlen denn zu ihnen passt. Und dann kriegt ihr so verschiedene Blickwinkel von verschiedenen Menschen, warum eine Mühle die Mühle ihrer Wahl ist. Also wenn ihr wollt, dann folgt uns doch auch bei Instagram. Da könnt ihr dann auch mal reinschauen und ja, kriegt noch ein paar weitere Eindrücke von anderen aus unserem Team. Ich hoffe, wir konnten euch helfen, eure Mühle zu finden. Und ja, wenn ihr euch dann entschieden habt, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt doch, wie es euch mit eurer Mühle gefällt. Ob ihr die gleiche Meinung habt, ob ihr der Meinung seid, Michel hat recht, ich habe recht oder wer auch immer. Würde uns voll interessieren. Das wäre auf jeden Fall spannend zu hören. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir beginnen das nächste Kapitel. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir schauen weitere Mühlen an. Wir schauen weitere Espressomaschinen an. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis bald. Passt auf euch auf. Trinkt guten Kaffee. Was ist mit Abstand die günstigste Mühle? Sausage. Nein, doch, ja, genau. Das kommt gut. Das kommt gut. Sehr schön. Underdog. Wie kurz davor, dass ich noch Boah, jetzt haben hängt alles davon ab, ob man guten Job hat. Die machen Unordnung. Hey, die versuchen auch irgendwie weiterzukommen und es dauert bei gewissen ein bisschen länger, ein bisschen weniger lang, je nachdem. Ich war nicht schon vor 10 Minuten gesagt, du bist fertig. Ich bin auch fertig, ich muss nur noch TDS messen. Ich habe wieder 27,5 auf 41. Boah. Michel, es geht um Qualität. Schnell ist nicht immer gut, Michel. Oh, das ist aber auch so eine. Alter. Aber gut, ich bin mega schnell beim Einstellen. Also ich mache einen Shot und das Zeug stimmt. Boah! Michel hat Gänsehaut, wenn das was. Also, das. Nicht so, woran stellst du gerade? Ja, ich habe gerade einen David seinen Kaffee probiert. Andreas, schon ein bisschen hart hier mit uns, oder? Also hier kommt man auf die Welt. Ja?